So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Game of Thrones. Ich will jetzt gleich die ersten, ja, 1, 2 Minuten nutzen, um äh, ja, quasi für die Zuschauer einiges zu erklären, die sich noch überhaupt nicht auskennen in der Welt von Game of Thrones. Für die Leute, die natürlich schon die Serie gesehen haben oder die Bücher gelesen haben, die können jetzt 1, 2 Minuten überspringen. Ich werde jetzt nämlich ja, so kurz wie möglich ein bisschen umreißen, was für eine Situation wir uns hier befinden. Ähm, Nicht im Detail, aber damit man halt ungefähr eine Ahnung hat, was hier überhaupt los ist. Also, wie ich ja schon gesagt habe, spielt unsere Handlung, die wir hier spielen, ja parallel zur Serie, aber trotzdem will man ja die Rahmenbedingungen kennen. Und die werde ich jetzt einfach mal kurz erklären. Also, ähm, Game of Thrones spielt in einer fiktiven Welt. Und da gibt es 2 Kontinente. Wir sind jetzt hier auf einem Kontinent, Westeros. Und es hat Krieg gegeben. Oder besser gesagt, der Krieg ist jetzt eben beendet worden. Der Krieg war zwischen 2 rivalisierenden Häusern. Dem Haus Stark, das im Norden gelegen ist. Zu diesem Haus gehört auch Haus Forrester, oder eher Haus Forrester war ein Vasall. Oder ist noch ein Vasall von Haus Stark, je nachdem wie man es sehen will. Und dem Haus treu ergeben. Und dieses Haus Stark hat sich in die Haare bekommen mit dem Haus Lannister. Eher weiter im Süden. So, die haben Krieg miteinander geführt. Der Krieg fand sein Ende eben bei bei den Zwillingen. Also dieser Festung mit der Brücke, bei der wir am Anfang waren. Bei der sogenannten Roten Hochzeit. Dort wurden nämlich der Anführer von Haus Stark, also Robb Stark, der auch König des Nordens oder The King in the North genannt wird, der ist da verraten worden vom Haus Frey. Und ja, wie wir gesehen haben, wurden natürlich alle Starks niedergemetzelt und auch der Großteil ihrer Armee und Gefolgsleute. Wir haben überlebt. Und somit haben die Lannister den Krieg gewonnen. Nun sieht es natürlich eher ziemlich blöd für uns hier aus. Denn, ja, wie gesagt, wir waren halt eben loyal zu Haus Stark. Und nun, da die ja, mehr oder weniger ausgelöscht sind, wurde natürlich von der königlichen Familie oder mehr oder weniger den Lannisters wird jetzt ein anderes Haus dazu beauftragt, über den Norden, wo wir sind, zu wachen, und das ist das Haus Bolton. Und die werden jetzt natürlich uns nicht sonderlich gern haben, weil wir eben zu Haus Stark loyal waren. Die Gründe, warum überhaupt der Krieg ausgebrochen ist, weiß ich nicht, ob ich das jetzt erkläre oder vielleicht später irgendwann mal nebenbei sage, aber ist, glaube ich, jetzt vorerst mal nicht so wichtig. Es fanden halt eben ein Haufen Intrigen statt, von dem her muss ich das jetzt nicht alles erklären. Konzentrieren wir uns jetzt lieber mal auf die jetzige Situation. Also, wir sind ja am Ende eines Krieges, den wir verloren haben. Noch dazu hat hier Garrett Tuttle, den wir spielen, 2 Männer umgebracht, die jetzt zu einem Haus gehören, das an der Macht ist. Das wird noch Konsequenzen haben. Aber ja, die Konsequenzen werden wir dann noch sehen. Wir schauen jetzt erstmal dieses Gemälde an, denn hier haben wir eine Zeichnung von dem Haus Forrester, das übrigens in der Serie gar nicht vorkommt. Ich glaube, vielleicht mal am Rande im Buch erwähnt wird, aber nur mit Namen. Vielleicht wird es auch nicht mal im Buch erwähnt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, ist ein ziemlich kleines Haus. Schauen wir mal. Wir wollen ja erfahren, wer sind wir denn eigentlich? Hier werden wir, der Garrett Tuttle, nicht drauf sein, denn wir sind ja bloß Knappe. Und unser Onkel ist hier zwar ein bisschen ein hohes Tier, aber
Ja, der ist hier natürlich nicht drauf. Wir sind bloß die Foresters. Da ist er doch. Der Lord Forester. Der ist schon tot. Der hat uns mehr oder weniger das Leben gerettet. Lord Forester. It was an honor to squire for him. Gregor the Good. Gregor. Oh, also sein Name. So. Ah. Rodrik. Der gute Mann. Ja, den haben wir mehr oder weniger auf dem Gewissen, wenn ihr mich fragt. Ich meine, der war in der Schlacht da am Anfang. Hat ziemlich gut gekämpft. Wir haben geschrien, Rodrik. Und dann hat er uns angeschaut und ist, ja, erstochen worden. Und von einem Pferd begraben. Naja. Rodrik. He was our best warrior by far. Von einem Pferd begraben, so ein Schmarrn. Unter einem Pferd begraben. So. Was machen wir jetzt? Ach, schon mit den Kleinen an. Ryan. Never easy being the fourth-born son. Der vierte. Ja, tatsächlich 4 Söhne. Und 2, oder? Ja, 2 Töchter. Lady Forester, die Frau von Lord Forester. Lady Forester. She's always been kind to me. Treated me like I was a Forester myself. Oh, toll. Mirror. Still in King's Landing, I suppose. Although, I wonder if they'll bring her home. Ja, in King's Landing. King's Landing ist Königsmund, die Hauptstadt. Liegt weiter im Süden, da sind auch die Lannister. Nur mal so nebenbei am Rande, die Königsmutter ist eine Lannister. Das heißt, ja, da wird es jetzt eher ziemlich schlecht für sie zugehen. Denn sie ist ja eine Forester. So, Talia und Ethan. Talia and Ethan. I suppose Lord Ethan now. Ja, Lord Ethan. Deswegen, weil er anscheinend der Nächste in der Rangfolge ist. Lord Forester ist tot. Wie hat er geheißen? Roderick auch tot. Hier wäre noch ein älterer. Warum ist der nicht der neue Lord? Der wäre doch älter. Asher. Exiled to Essos, unfortunately. Im Exil auf dem anderen Kontinent. Warum? You seem to be favoring it. Always sad to see a warrior lose a leg. I'm fine, Maestro Tingrin. Look, I'll show you. So. Ich wollte eigentlich noch sagen. Was wollte ich denn sagen? Ach ja, wir kennen den Grund nicht, warum der im Exil ist. Naja, werden wir vielleicht noch erfahren. Na gut. Jetzt haben wir auch mal den Stuhl gesehen. Toll. Schauen wir aus dem Fenster. The Ironwood Grove. Ironwood, also Eisenholz. Ist anscheinend ziemlich hartes Holz hier. Ich glaube, dafür sind die. Ah ja, das ist eben eh so ein Schild. Dafür sind die bekannt, die Foresters. An Ironwood shield. The strongest wood in the known world. Sag ich doch. The foresters owe their lives to this wood and the weapons that come from it. Die haben quasi das Monopol auf dieses Holz, weil es wahrscheinlich nur hier wächst. I may be mistaken. You do seem able to put weight on it. Ja klar, ich bin topfit. Die Maden haben gut getan. So. Ach ja. Ekelhaft. Rather cute little creatures, aren't they? I guess. So. Ach, können wir das mitnehmen? Das ist vielleicht von Nutzen, wenn wir mal wieder verletzt sind. Tatsächlich. Ach, das nehmen wir auch mit. Heilkräuter. This might help. Alles, was uns hilft, zu überleben. So, oh, ich will hier lang.
No, you see there? You're limping I'm again. fine, really. So, da nach hinten darf ich nicht. So, den Kamin. Ich kann nicht bedächtig in den Kamin schauen. Warum nicht? Macht man doch sonst immer. So. Etwas kommt auf uns zu. Ich weiß nicht was. Ein Sturm. Naja. Ja, ich glaube, wir haben hier alles erkundet, also schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind ja gespannt. Soll ich ihm das Schwert zeigen? Das geht doch ihm nichts an. Das gehört ihm nicht. Er ist ja bloß ein Meister, ja, wie soll man sagen, ein Gelehrter. Und Arzt und was weiß ich alles. Gucken wir mal an, vielleicht sagt er ja was dazu. Hey. Keep moving. I need to see you walk. Gut. Also ich rede mal mit ihm. Does your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Ach, endlich mal können wir was auswählen ohne Zeitdruck. Das ist immer so nervig, wenn man 3 Antwortmöglichkeiten hat. Und dann nur ganz kurz Zeit zum Auswählen. Na gut. Wer ist jetzt der neue Lord vom Haus? Ja, das wissen wir. Der kleine Ethan. Weil er der nächste männliche Nachkomme ist. Gut, man könnte natürlich auch sagen, die Lady hat das Sagen. Aber von Frauen hält man hier nicht so viel. Who is the new Lord of House Forrester? Why, Ethan, of course. Ist klar. Was? At the Citadel, I swore an oath to serve whichever noble house I was assigned. Advising the late Lord Forrester was an honor. Advising Ethan, his third-born son, is challenging. There's still so much he has to learn, yet the very fate and future of this house rests in his hands. Which is rather frightening when you think about it. Ja, der gute Meister ist ein bisschen besorgt. Wahrscheinlich auch zu Recht. Denn, ja, so ein kleiner Junge mit so viel Verantwortung, ja, kann so oder so ausgehen. Aber vielleicht hält er sich ja an seine Berater und dann ist das alles nicht so schlimm. Was wird aus mir werden? Warum hassen uns die Whitehills? Die Whitehills sind ein anderes Haus, das auch in der Serie nicht vorkommt, aber hier anscheinend. Wahrscheinlich, das sind die Erzfeinde von den Forrester-Leuten. So, kann ich jetzt gehen? So, ich will nicht gehen. Ja, warum hassen die uns denn eigentlich? Muss man auch mal wissen. Warum? Warum? Why do the Whitehills hate the Forresters? I think it's safe to say the feeling is mutual. There's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someones, and then, well, here we are. Oh, ist ja wie in der echten Welt. Schön. So. Die Whitehills wollen unser hartes Holz. Nee. Natürlich wollen sie das. Jeder will das. Aber was wird denn aus mir? What will happen to me now? Excellent question. Danke. Under normal circumstances, you could join Sir Royland and his men. Although, given the circumstances of your circumstances, it becomes a bit tricky, doesn't it? I suppose it will be for Lord Ethan to decide. Lord Forrester promoted me. At the Twins, Stimmt. I'm no longer a squire, if that matters. It might, I suppose. But I'll defer to Lord Ethan on this. Weil wir könnten ja sowieso alles sagen. Der hat uns befördert. Er hat uns zum Lord ernannt. Ja, können wir mit dem neuen Lord mal ein Wörtchen reden? Can I see Ethan? Is he here? He is, but I'm afraid he's indisposed at the moment. He prefers not to be disturbed while practicing his lute. Lute? Das ist Englisch für Flöte? Keine Ahnung. Irgendein Instrument, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was Flöte auf Englisch heißt. Aber anscheinend müssen wir alles hier ausschöpfen an Möglichkeiten. Also fragen wir mal, wollen die unser Holz? The Whitehills want Forrester Ironwood. They'd take it all if we'd let them, especially now with the Boltons in power, and proceed to clear-cut every last inch of it until there's nothing left.
just as they've done before. Kann ich jetzt Can I gehen? go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady Forrester. Hallo. Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it true? Your family... Ach so, ja stimmt, die sind auch tot. Hab ich ganz vergessen. Ja, So kann sorry. passieren. Me too. Der Krieg ist die Hölle. Off to bed now. Hurry on. Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. Whatever you can recall. You saved my life, my lady. Yet not Roderick's. Ja, wie ist dir You wichtiger were als ich? with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion. But if you can remember anything, I'm sure Lady Forrester would like to know. Ja. He fought valiantly, my lady. So lange, bis wir ihn Of abgelenkt course he haben. did. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? If you can remember. It would mean so much Okay, to the jetzt einfach mal family. das Schwert, He das asked me to mit... return this to House Forrester. Wir dürfen He das said mit this is der... where it belongs. Wir dürfen das His mit der... family. Thank you. Darf ich mal? Of course, my lady. It demands a response. Wir dürfen das mit dem North Grove nicht erwähnen. Now is the time to prove our strength I'll be sure it's given to Ethan. against aggression. Duncan, this was our land. They were our people. Your family. I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the Whitehills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. We're the ones who should be demanding retribution. This happened on Forrester Die haben land. mich They attacked angegriffen. me! And they'll say they were keeping the peace in the name of House Bolton. It's an argument you cannot win. We have to be smart. Ramsay Snow will be here within the week. And what would you have us do? Nothing. I would have us use our heads, while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. It was his family wir they müssen killed. klug sein. My uncle's right. We need to be smart. Smart. Eddard Stark was smart. And look where that got him. Naja, So, what's to be done? Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. I'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I'd have done the same. Ja, das war as kein any man Mord. would. It wasn't murder. It was justice. Ja, das jetzt Not auch in nicht. their Ja, okay, eyes. ja. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay. Cannot stay. Duncan, the boy has suffered Ja, enough. wo soll ich denn hin? But where would I go? The one place beyond the reach of even House Bolton. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. I'm afraid it's the only solution. Especially now, when the house is so vulnerable. Uncle, my place is here. Who would defend the house? You said we need men who can fight. Ja, There'd be nothing we could do to protect you. To stay would bring destruction upon us all. I know that's not what you want. I know it's difficult to understand. But you must think of the house. na I gut. won't put others at risk.
Ganz, go. ganz heroisch. I know it doesn't seem fair, Oh, but it is what's best. es kommt immer gut an. So. Niemand soll wegen mir sterben. That settles it then. You can have my horse, and I'll see you have plenty of food. But we haven't much time. The White Hills will come looking for you. So, habe ich jetzt vielleicht Zeit, noch kurz was zu sagen? Die wollen uns zur Mauer schicken. Zur Mauer, da gibt es die Nachtwache. Und Word up to me. I'd gladly drive a erklär's noch, sword ja. through Lord Whitehill's heart if given a chance. I would. And God's willing someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. I know you want to stay. But Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great-uncle was a ranger with the Night's Watch. He promoted me. At the Twins. ja, ich wurde We befördert. were to ride in the van to Casterly Rock and I at Roderick's side, but It was well-deserved, Garrett. You worked hard and served your lord with honor. I've been waiting for the right moment to tell you. Ich liebe dich. What? Was? Nein. What is it? Ja, jetzt einfach irgendwas anderes sagen. Lord Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Sorry. You caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. He said tell only you. For good reason. Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. I assume you kept your word. You haven't told anyone else, have you? Ja, natürlich This is nicht. important, Garrett. I need to know the truth. Was hältst du von mir? I told no one. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But soon, I may need your help. But- I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. Ja, kannst du schnell But sagen, don't was das breathe ist, a oder? word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Iron from ice. Iron from ice. Remember, you represent House Forrester. Your actions at the war will reflect the honor and dignity of the house. I'll be strong. Stark sein. I know you will. So, an der Mauer ist die Nachtwache, eine unabhängige Organisation, könnte man sagen. Die... Garrett, wait! Mein Gott. Ah, ich will dir was erklären. Kann ich da jetzt ewig warten? Dann kann ich es ja schnell erklären. Also, die ist deswegen so sicher, weil die nämlich... das ist, man könnte sagen, eigentlich eine Art Exil auch. Wenn man der Nachtwache beitritt, dann lässt man die Vergangenheit hinter sich. Meistens werden Verbrecher dahin geschickt. Da muss man nämlich für sein Leben lang der Nachtwache dienen, darf keine Frauen haben und beschützt eben die ganze Zeit die Mauer im Norden, die den ganzen Kontinent eben vor den bösen, bösen Wildlingen im Norden, die noch weiter im Norden sind, beschützt. Ja, und weil diese Nachtwache ist eben einfach unabhängig. Die fällt nicht unter die, unter das Recht des Königs. Das heißt, wenn er angeklagt ist, hier eben diese 2 Leute umgebracht zu haben, was wir ja sind, wir sind angeklagt wahrscheinlich, dann können die uns nichts anhaben, weil wir nicht mehr unter ihre Gerichtsbarkeit fallen. Oder wie auch immer man das sagen will. So. Deswegen ist es ein verdammt guter Plan, dahin zu gehen. Natürlich ist es auch scheiß kalt da oben. Deswegen, also man will eigentlich nicht dahin, aber wir haben keine andere Wahl so und jetzt
Irgendwann fällt dir noch der Arm ab. Nehmen wir einfach mal diese Halskette. Be safe. Natürlich müssen wir es erstmal bis zur Mauer schaffen. Wenn die uns jetzt vorher erwischen, dann haben wir Pech. Ethan? Ethan! Ethan Forrester. Lord von Haus Forrester. I couldn't find him. Could you? Ja, mach halt mal die Augen auf. He hides too well. And if he were smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Ach, wir spielen Verstecken. Na gut. Maybe something happened to him. Ethan's fine. Das ist das Wichtigste. He's just forgotten this is a game. Ich hab gewonnen. I win. Congratulations, your lordship. Danke. Don't worry. It's just a game, Ryan. Stupid game. I don't like it. He was worried you were gone. I thought we'd never find you again. I'm right here. And I promise, I'm not going anywhere. I wish Mira was here. And Asher. And Roderick. I do too. But Mira's in King's Landing and... Can't she come home? I don't want her to die too. Ryan, she's perfectly safe, I promise you. I don't want Garrett to die either. Maester Ortengrin said he got sent to the wall. I'll miss Garrett. Garrett ist der Beste. Sollen wir jetzt I don't sagen, know er ist what he did stark to oder get er ist sent away klug? like that. Let me write Nee, one er of ist his nicht kids klug, er ist once. stark. It was fun. Garrett is strong. He can take care of himself. No one will tell me what Garrett did, but it must have been serious. I heard Duncan and Sir Royland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's worried about you, but I'm not. I know you'll protect us. Who said they're worried about me? Well, Sir Royland for one. He says you can't fight very well. What? Ja, was? He calls you a milksop. Ja, der wird geköpft. Sir Royland forgets himself. Ja, After all, I have him you were the punished, lord of the tatsächlich. house now. Nee, He unterschätzt doesn't mich. know me or what I'm capable of. What does milksop mean? I don't know. But I know it's not good. Ethan, you should let Sir Royland teach you how to wield a sword. Like a man. He taught Roderick and Asher, and he even showed me how to fight. Properly, I mean. A lord should know how to fight. Do you remember when we were younger? When we all used to play here? You, me, Roderick, Asher. We'd all be out here for hours. Where was I? You weren't born yet. We had so much fun. But then everything changed. Roderick became so serious, the Lord in training, and he never smiled anymore. And Asher just got angry at everything. Promise me you won't be like that. Please, Aber just be you. warum ist er I im like you the Exil? way you are. I know a lord has many responsibilities, but you don't need to be like them. Ja, vielleicht muss For ich you mich to ändern. decide for yourself. I may have to change. I'd rather have my brother than a lord. Ja, Have to have du both, I'm vielleicht. afraid. Wir müssen stark sein. But since you're the new lord, you can do anything you want. I suppose. Everyone will have to do as you say. So I could have all the sweets I want. If only it were that simple. It would be nice if someone did what I wanted for once. But Ethan will be a good lord. Ja. A proper lord. As many as you'd like, yes. Really? Of course. Oh, jetzt ist er aber Why not? angepisst. Lord Ethan, you're needed in the Great Hall at once. Quickly, on your feet. Sag mir nicht, was ich tun soll. What's the matter? Lord Whitetail has arrived, unannounced and certainly unexpected.
He's come demanding justice. Can't he meet with Duncan? He is the Castellan. Stay with us. Please, Ethan. He's demanding an audience with the Lord. We really must go. It's your decision. You are the Lord. If I were Lord, I would command Ethan to stay. With his family. Lord Whitehill is was? a mean old man Ach, anyways. wir gehen jetzt einfach mit. Fine. If that's what's required of me. Very well then. Was soll denn die Diskussion hier? Wir machen jetzt mal Nägel mit Köpfen. Über diese moralischen Entscheidungen.